Um eine rasche Wiederholung von geringen Tonhöhenschwankungen zu erzeugen, in Fachkreisen auch Vibrato genannt, haben wir auf der Blockflöte unterschiedliche Möglichkeiten. Das Flattement, auch als Fingervibrato bekannt, nutzen wir oft in der französischen Barockmusik. Auch mit Hilfe unseres Atems können wir natürlich die Luft zum Schwingen bringen. Wir haben hier entweder die Möglichkeit, dies über den Kehlkopf zu steuern oder aber am Zwerchfell. Und gerade mit dem Zwerchfellvibrato wollen wir uns heute beschäftigen. Bevor wir mit dem Vibrato an die Blockflöte gehen, erst einmal ein paar Trockenübungen. Zur Kontrolle unseres Atems halten wir die eine Hand vor den Mund und die andere legen wir auf unseren Bauch. Dann können wir nämlich genau fühlen, wie stark sich unser Zwerchfell bewegt. Das ist deswegen wichtig, damit wir merken, wie sich das anfühlt, sowohl von außen als auch natürlich in unserem Körper drin. Und jetzt fangen wir damit an, dass wir zunächst mit unserem Zwerchfell einen starken Impuls senden und dann immer schwächer die Luft hinterherfließt. Wenn ihr diese Übung macht, merkt ihr hoffentlich, dass sich euer Bauch bewegt, eure Bauchdecke hebt und dann wieder senkt, und zwar sehr impulsartig. Und das Ganze machen wir jetzt genau umgekehrt. Wir blasen erst schwach und am Ende unseres Blasens kommt dann der Impuls vom Zwerchfell. Diese Übung können wir natürlich auch mit unserer Blockflöte machen, damit wir weiterhin uns nicht um Griffe kümmern müssen und unsere Hand auf dem Zwerchfell liegen bleiben kann, nehme ich dafür erstmal einen Flötenkopf. Welchen Flötenkopf ihr dafür nehmt, ist natürlich völlig egal. Ihr könnt einen Sopranino nehmen, einen Subbass, bleibt euch überlassen. In diesem Fall ist es natürlich sinnvoll, vielleicht nicht den kleinsten Kopf zu nehmen, damit die Töne nicht ganz so hoch werden. Da freuen sich eure Ohren genauso wie die eurer Nachbarn. Als nächstes machen wir die Trockenübung von eben jetzt mit dem Flötenkopf. Wir fangen also an mit einem starken Impuls am Anfang und dann lassen wir die Luft nur noch aus uns herausströmen. Auch hier können wir jetzt wunderbar die Hand auf unseren Bauch legen, um wiederum die Aktivität des Zwerchfells zu spüren. Die gleiche Übung jetzt nun wieder umgekehrt. Zunächst also ein schwacher Luftstrom, der dann in einem Zwerchfellimpuls endet. Wenn ihr diese Übung ein paar Mal gemacht habt, habt ihr schon ein wenig mehr Kontrolle über euer Zwerchfell erlangt. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt, wenn es sich bewegt. Lasst euch da nicht von irgendwelchen Leuten verunsichern, die euch vielleicht hören, oder von euch selbst, wenn ihr sagt, oh, das klingt jetzt aber ganz komisch, ganz ungewohnt. Das sind Sachen, die muss man erstmal lernen, an die muss man sich gewöhnen. Auch vielleicht das Fühlen am Bauch ist etwas komisch, wenn man es nicht so oft gemacht hat. Aber es hilft euch ungemein, wenn ihr in dem Moment wisst, was in eurem Körper passiert, welche Muskeln sich dort bewegen. Für die nächste Übung brauchen wir ein Metronom. Es geht darum, unser Zwerchfell noch mehr unter Kontrolle zu bringen, genauer die Bewegungen koordinieren zu können. Wenn ihr kein Metronom zu Hause habt, schaut einfach mal in euren App-Stores, ob ihr dort etwas findet, oder natürlich im Musikgeschäft. Wir stellen unser Metronom jetzt auf 60 Schläge pro Minute ein und dann machen wir folgende Übung dazu. Wir spielen auf den ersten Metronomschlag 2 Achtel, auf den zweiten Metronomschlag 1/4, dann kommen wieder 2 Achtel, dann wieder 1/4. Aber diese Töne spielen wir nicht über unseren Zungenstoß, sondern mit unserem Zwerchfellvibrato. Ihr merkt, es ist wichtig, dass ihr immer genau auf dem Metronomschlag landet. Es geht wirklich darum, jetzt präzise mit dem Zwerchfell zu arbeiten, dass dies weiß, was es tun muss. Als nächstes erhöhen wir das Tempo unserer schnellen Noten. Wir bleiben zwar bei 60 Schlägen pro Minute, aber wir spielen nicht mehr 2 Achtel, sondern 3 Triolenachtel. Die Viertelnote in der Mitte ist immer dafür da, unser Zwerchfell kurz zu entspannen, damit es danach wieder die Kraft hat, weiterzuspielen. Vielleicht erratet ihr es schon, wir ersetzen jetzt die Triolenachtel durch Sechzehntel. Wir haben jetzt also
4 Noten am Anfang und dann wieder zum Ausruhen unsere Viertelnote. Diese Übung könnten wir jetzt natürlich ewig so weiter fortführen. Als nächstes kommen dann 5 Noten auf den ersten Schlag, dann in der Folge 6, 7, 8, wie ihr wollt. Vermutlich merkt ihr irgendwann, dass euer Zwerchfell müde wird. Das merkt man besonders dann, dass die letzten der schnellen Noten immer langsamer werden. Man schafft es nicht mehr, diese in der Zeit zu spielen, in der man sie bei 60 Schlägen pro Minute eigentlich spielen sollte. Dann ist es vermutlich an der Zeit, eine kleine Pause zu machen, etwas anderes auf der Flöte zu spielen, einen Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen und später weiterzumachen, wenn sich das Zwerchfell ein bisschen erholt hat. Wenn wir diese Übung mit dem Flötenkopf verinnerlicht haben, wenn unser Zwerchfell so gut trainiert ist, dass es das tut, was wir gerne von ihm wollen, dann können wir an die ganze Flöte gehen. Auf dieser Sopranflöte spiele ich nun eine G-Dur-Tonleiter und rhythmisiere sie genauso wie eben mit dem Flötenkopf. 2 Achtel, eine Viertel. Dann kommt der nächste Ton, wieder 2 Achtel, eine Viertel und so weiter bis nach ganz oben zum hohen G. Ihr merkt jetzt vielleicht, dass es bei manchen Tönen etwas schöner klingt und bei manchen etwas unangenehm und so, wie ihr vielleicht gar nicht spielen möchtet. Das ist mir völlig klar. Es geht mir gerade wirklich nur um die Technik, um die Kontrolle über das Zwerchfell und die Anwendung des Ganzen, die kommt in einer anderen Folge dran. Denn sonst würde das ein wenig den Rahmen sprengen, wäre etwas lang und es geht jetzt wirklich erstmal darum, dass ihr die Technik des Zwerchfell-Vibratos kennenlernt. Diese Übung können wir nun natürlich auch mit den anderen Rhythmisierungen machen, also Triolenachtel, Sechzehntel, Quintolen, Sextolen etc. Ich spiele sie euch jetzt noch einmal mit den Triolenachteln vor und dann haben wir es eigentlich schon geschafft für heute. Passt immer gut auf, dass ihr mit dem Metronom sehr präzise zusammen seid, dass eure erste Note der schnellen Noten auf den Metronomschlag kommt, genauso wie eure Viertelnote. Denn gerade die ist natürlich dafür prädestiniert, zu früh oder zu spät zu kommen, je nachdem, ob wir uns bei den schnellen Noten beeilen oder eher schon etwas ermüdet sind. Jetzt möchte ich euch nur noch viel Spaß mit diesen Vibrato-Übungen wünschen. Wenn ihr dabei Probleme habt, Fragen dazu oder euch mit anderen Leuten austauschen wollt, tut dies doch gerne in den Kommentaren. Wenn ihr jemanden wisst, der sich ebenfalls für Vibrato interessiert, dürft ihr natürlich dieses Video gerne teilen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und wenn ihr meine musikalische Arbeit unterstützen wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, könnt ihr dies gerne auf Patreon tun. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox und alles weitere dann, wenn ihr auf diesen Link klickt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.